Hi Leute, Potti hier. Sprechen wir einmal darüber, wie man im CSGO Matchmaking vielleicht schneller aufsteigen kann oder warum man stecken bleibt auf irgendeinem Low Rank, zum Beispiel Silver oder Gold Nova. Und falls ihr so gar kein CSGO Matchmaking spielt, dann schreibt mir gerne einen Kommentar, wofür ihr euch eigentlich interessiert, also ob das jetzt Faceit ist oder was anderes. Interessiert sicherlich auch alle anderen Zuschauer. Aber ansonsten gehen wir jetzt mal zum Thema über. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass viele von euch Matchmaking spielen, sicherlich, sonst würdet ihr dieses Video vielleicht nicht gucken. Alle wollen irgendwie nach oben, ne? Also alle wollen gerne aufsteigen, alle wollen Global werden, Supreme und so weiter. Aber ich habe da so ganz persönliche Erfahrungen damit gemacht, wie man aufsteigen kann. Und grundsätzlich zu dem Rank-System in CSGO Matchmaking habe ich euch ja bereits vor einer Weile ein Video hochgeladen. Das verlinke ich euch hier oben rechts. Gerne reinklicken. Aber darüber hinaus gibt es noch so ein paar andere Sachen, beziehungsweise so ein paar besondere Beobachtungen meinerseits. Und diese möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. An sich ist es natürlich so, dass ich in den letzten Jahren, und zwar seit ich Familienvater bin, sehr viel weniger Zeit zu zocken habe. Ist ja klar. Und natürlich auch ganz andere Verantwortlichkeiten und ganz anderen Fokus. Früher habe ich viel mehr gespielt, ich weiß nicht, 4-5 Stunden fast jeden Tag, sage ich mal, und war auch, ich sag mal, zwischen LEM und Supreme. Global war ich nie. Dann kam ja dieses Rank, diese Rank-Anpassung sozusagen, dass viele so ein bisschen abgerutscht waren. Also ich war es auf jeden Fall. Sicherlich auch nicht jeder von euch, aber viele sind damals abgerutscht. Und jetzt, wenn ich halt spiele, dann spiele ich sehr unregelmäßig und dann wird es natürlich schwierig, sozusagen eine Routine zu entwickeln, Confidence zu entwickeln und ja, im Prinzip weiß man ja immer irgendwie, worauf es ankommt, aber trotzdem ist es was anderes, wenn du jetzt irgendwie 4 Wochen nicht gespielt hast. Und hier zum Beispiel war das so ein Fall, wo ich nach einer Pause wiedergekommen bin und erstmal natürlich nur verloren habe. Mir macht das keinen Spaß zu verlieren, ich bin ein schlechter Verlierer, ich gewinne natürlich viel lieber und steige natürlich viel lieber im Rang auf. Aber hier war das natürlich nicht so am Anfang. Also die ersten Matches haben eher deprimiert, wie man hier an diesem Tweet von mir erkennen kann. Man muss dazu sagen, dass ich ja meistens auch wirklich mit irgendwie denselben Buddies spiele, die alle irgendwie Erwachsene und Familienväter sind und alle nicht so viel Zeit haben. Deswegen, wir treffen uns so gefühlt einmal die Woche am Freitagabend und dann legen wir los und spielen ein paar Matches. Und nicht selten läuft das halt genauso. Weil wir auch häufig auch ein paar andere Buddies noch mit reinnehmen vom Discord, die vielleicht auch irgendein Low-Rank haben, Silver oder Gold Nova. Und dann haben wir so einen Rank-Mix und haben dann so einen durchschnittlichen Rang in der Lobby von vielleicht, ja, ich weiß nicht, Gold Nova oder MG1 oder sowas. Und die Leute, die aber vielleicht noch drunter sind von ihrem tatsächlichen Rang, die haben dann natürlich häufig Probleme, gegen die Gegner dann zu spielen, die wir dann in der gegnerischen Lobby bekommen. Und das führt nicht selten dazu, dass eben die Matches verloren gehen. Dieser Rank-Mix ist halt schwierig, finde ich persönlich. Hinzu kommt aber auch, dass wenn man mit seinen Buddies spielt, mit denen man natürlich sehr gerne spielt und so weiter, aber wenn sie genauso wenig aktiv sind wie man selbst, aber einen relativ, also verhältnismäßig höheren MMR haben, also internen Rang sozusagen, selbst wenn kein Rang aktuell angezeigt wird, haben die Buddies ja, also die waren ja vorher irgendwie vielleicht LE oder DMG oder vielleicht höher und selbst wenn die dann nicht gespielt haben, haben die ja trotzdem einen internen Rang sozusagen, der nicht angezeigt wird und dadurch bekommt man ja auch gewisse Gegner im gegnerischen Team, die auch einen gewissen Rang haben oder zumindest MMR. Aber wenn man einfach selber so mindestens 2 oder 3 Leute in der Lobby einfach untrainiert sind, einfach nicht confident genug sind für diesen Rang, den sie ja eigentlich irgendwie irgendwann mal hatten, aber eben nicht aktuell, dann wird es extrem schwierig, auch die Spiele zu gewinnen. Das habe ich sehr häufig festgestellt. Aber nicht selten ist es so, wenn ich dann anfange, Solo zu spielen, läuft das halt ungefähr so ab. Und zwar spiele ich dann meistens auch nicht einfach, weiß ich nicht, Dust 2 oder Mirage, quasi die sowieso oft gespielten Maps, wo alle möglichen Leute sich rumtummeln und auch tatsächlich viele Smurfs und so weiter, sondern versuche dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen und spiele eine vielleicht tendenziell eher weniger gespielte Map wie Ancient und dann kann das zum Beispiel so laufen. Ich bin selber jetzt kein besonders talentierter Spieler. Ich spiele wirklich selten. Ich spiele unregelmäßig und heute habe ich halt ein paar Matches gespielt. Vor ein paar Wochen, das war ja auch irgendwann
Anfang Juni oder so, habe ich mir den Rang quasi wiedergeholt und war MG2 und dann erst einmal wieder mit den Mates gespielt und auch D-Ranked wieder auf MG1. Wie gesagt, ich möchte niemanden blamen, ich möchte auch um Gottes Willen irgendwie niemanden irgendwie ausgrenzen oder sonst irgendwas. Es macht immer auch Spaß mit euch zu spielen, also die Leute auf dem Discord bei mir und meine Mates. Und wenn ich ohne meine anderen Mitspieler spiele, die auch selten spielen, die auch Low Ranks sind vielleicht und so weiter, sondern einfach Solo spiele, ich bin selber immer noch nicht besonders gut, sage ich mal, eher durchschnittlich, bis manchmal auch je nach Gegner auch schlecht und werde aber von meinen Mitspielern, von meinen Random-Mitspielern nicht selten auch gezogen. Zum Beispiel vor diesem Match war ich MG2 heute. Dann habe ich halt heute diese 5 Matches gespielt, alle gewonnen, alle auf Ancient, alle Solo. Natürlich wurde ich hier auch gecarried, wie gesagt, und das waren zum Teil auch wirklich russische Mitspieler. Das waren, ich weiß nicht, wo die alle herkamen, aber Russen waren definitiv auch dabei. Das kann man ja gar nicht vermeiden. Aber es war überhaupt gar kein Problem. Und das ist auch nicht zum ersten Mal so. Es ist wirklich kein Einzelfall bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr generell auch andere Erfahrungen gemacht habt. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch am guten Trust. Kann auch sein. Dann solltet ihr vielleicht an eurem Trust arbeiten, wenn ihr wirklich immer nur schlechte Mitspieler habt, also die irgendwie trollen und so weiter. Ich hatte das wirklich schon lange oder länger nicht mehr, das Problem. Und ich habe, wie gesagt, das ist kein Einzelfall, das betone ich gerne, weil nicht, dass ihr denkt, ja, ist ja einfach nur zufällig, dass du ein paar Matches hier gewonnen hast. Ja, diesmal vielleicht ja, allerdings ist das jetzt schon das 3. Mal, immer so im Abstand von 12 Monaten. Immer dann, wenn ich anfange, Solo zu spielen, und zwar Ancient, und zwar nicht irgendwie Mirage oder so. Ich spiele dann Ancient. Ich bin auch nicht besonders gut, habe aber meistens gute Mitspieler, die mich einfach tragen. Im vorletzten Match habe ich noch so mittelmäßig performt und dann im letzten Match war ich Bottom-Fragger. Da hatte ich aber entsprechende Mitspieler in meinem Team, die einfach das Match gecarried haben. Und wenn ihr sowas feststellt, oh okay, irgendwie die Gegner sind zu hart und so weiter, aber ihr habt vielleicht trotzdem jemand im Team, der gut hittet, also wirklich viele Punkte sammelt, gut spielt und so weiter, dann versucht ihn zu supporten, versucht ihn zu unterstützen. Droppt ihm mal irgendwie eine Waffe. Droppt ihm oder meinetwegen irgendein Flash-Smoke, was auch immer er braucht. Oder gebt ihm mal eine Support-Flash. In Absprache mit ihm natürlich. Oder holt euch irgendwo einen Refrag oder sowas. Oder gebt einfach nur wenigstens nützliche Informationen weiter, wenn irgendwo sterbt. Das macht ja auch schon eine Menge aus, wenn eure Mitspieler, die besser sind in dem Fall als ihr, wenn die einfach wissen, okay, da sind irgendwie noch 2 Gegner auf dem und dem Spot oder so. Damit können die Leute, die halt ein bisschen besser sind, auch schon viel, viel anfangen. Darum, also nicht immer verzweifeln, die Gegner sind irgendwie so gut und oder vielleicht gleich zu vermuten, alle cheaten und so weiter. Ich meine, ich bin da auch sehr schnell auf diesem Trichter, der hittet irgendwie krasse Shots und so. Aber wenn ihr seht, euer Teammate performt gut, dann versucht ihn trotzdem zu unterstützen. Und dann kann es noch was werden. Und auch dann, wenn ihr merkt, okay, das Match könnt ihr gar nicht mehr gewinnen, dann gebt trotzdem Vollgas und konzentriert euch und versucht trotzdem jede Runde zu holen. Denn, das ist auch ganz wichtig, jede Runde weniger, die ihr verliert, führt einfach dazu, dass ihr weniger Punkte abgezogen bekommt, die dann wirklich auch wieder vom Rang abgezogen werden und wahrscheinlich dann nicht so schnell ein D-Rank kommt. Wie gesagt, das ist halt wirklich so, dass ich 2 oder 3 Wochen gar nicht mehr gespielt habe. Habe heute wieder überhaupt angefangen, hatte hier mit dem 16-0 überhaupt erst irgendwie Glück sozusagen, mit MG2 noch. Dann jede Runde irgendwie gewonnen, auch durch meine Mitspieler, natürlich auch mit Glück. Und habe innerhalb von 5 Runden sozusagen 5 Siege geholt und zwar natürlich auch hier 16-0, das hat natürlich sicherlich auch stark eingeschlagen. 2 Ränge abgerankt, ne? Also von MG2 auf DMG. Wenn es euch also wichtig ist, dass ihr euren Rang irgendwie verbessert, versucht es einfach mal und schreibt mir gerne eure Erfahrungen. Was hat das gebracht? Und wie gesagt, natürlich gibt es auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel Trust-Level. Es gibt ja auch die Einstellung, dass man den Max-Ping sozusagen einstellen kann. Wie weit kann ein Server von euch entfernt sein? Stellt diese Einstellung auch möglichst
auf 50 oder drunter sogar, also 50 Millisekunden, damit ihr nicht auf irgendwelchen usbekistanischen Servern spielen müsst oder so. Das kann auch natürlich euch gute oder zumindest vernünftigere vielleicht Mitspieler bringen, wenn ihr davon ausgeht, dass ihr immer mit Russen irgendwie zusammengewürfelt werdet und dann verliert. Also das ist gar nicht so meine Meinung. Wie gesagt, mit Random Mates habe ich in der Regel, sage ich mal, wirklich gar nicht so schlechte Erfahrungen. Es gibt auch immer Idioten, so ist es nicht. Ich will das auch gar nicht irgendwie beschönigen. Es gibt in jedem Land dummerweise auch komische Menschen, die natürlich auch CSGO spielen. Also so ist es nun mal.